Ein Kind, das in die Schule geht, zeigt Schwierigkeiten in seiner Entwicklung. Das können zum Beispiel Sprachprobleme sein, Probleme beim Lesen, Schreiben oder Rechnen, Verhaltensauffälligkeiten, Schwierigkeiten im Bereich der Feinmotorik oder der Aufmerksamkeit. Das Kind und seine Eltern erkennen die Schwierigkeiten und besprechen sie mit der Klassenlehrperson vom Kind. Die Eltern und die Lehrperson bestimmen gemeinsam das weitere Vorgehen. Hinterher bemerkt die Lehrperson die Schwierigkeiten vom Kind. Sie teilt ihre Beobachtungen anschliessend den Eltern mit. Wenn die Eltern und die Lehrperson das Gefühl haben, dass das Kind weitere Unterstützung im schulischen Kontext braucht, wird die Lehrperson anbieten, die internen Ressourcen der Schule zu nutzen. Eine dieser internen Ressourcen sind die schulischen Heilpädagogen. Im Verständnis der Eltern beobachtet der schulische Heilpädagoge zuerst das Kind, verschiedene Schwierigkeiten besser zu verstehen, um der Lehrperson anschliessend mögliche pädagogische Unterstützungsangebote aufzuzeigen. Bei Bedarf kann der schulische Heilpädagoge mit Zustimmung vom Schulleiter das Kind in einer Klasse oder außerhalb vom Klassenzimmer einzeln oder in Gruppen fördern. Nach einer bestimmten Anzahl von Stunden wird er eine pädagogische Beurteilung vom Kind vornehmen. Vielmal reicht die Arbeit vom schulischen Heilpädagogen aus, für das Kind die notwendigen Fortschritte machen kann und keine weiteren Unterstützungsmaßnahmen nötig sind. Die Lehrperson und der schulische Heilpädagoge können aber auch zum Schluss kommen, dass das Kind weitere Unterstützungsmaßnahmen braucht. Gleichzeitig können sich die Eltern an Spezialisten wie Kinderärzte wenden. Die Spezialisten können das Kind und seine Familie in ihrem Prozess unterstützen. Nach der Analyse der Schwierigkeiten und der spezifischen Bedürfnisse des Kindes und wenn die internen schulischen Ressourcen nicht genügen, schlägt die Lehrperson den Eltern vor, die Schule zu ermächtigen, die Situation des Kindes mit schulexternen Fachpersonen zu besprechen. Das wären die Mitarbeitenden vom Z. Das Zentrum für Entwicklung und Therapie vom Kind und dem Jugendlichen ist ein Amt der kantonalen Dienststelle für die Jugend. Ein interdisziplinäres Team, bestehend aus Logopäden, Psychologen und Psychomotoriktherapeuten, arbeitet in jedem der 6 Z-Zentren in Brig, Visp, Sieders, Sito, Martinach und Monte. Das Z unterstützt Kinder und Jugendliche mit Schwierigkeiten in den Bereichen Sprachentwicklung, psychologische, soziale und/oder motorische Entwicklung. Das Z kann Abklärungen vornehmen und Therapien oder Beratungen in den Bereichen Logopädie und Psychomotorik bis zum 20. Lebensjahr und Psychologie bis zum 18. Lebensjahr anbieten. Wenn die Eltern einverstanden sind, das Z einzubeziehen, unterschreiben sie ein von der Klassenlehrperson ausgefülltes Anmeldeformular, das die Situation des Kindes zusammenfasst. Die Lehrperson leitet das von den Eltern unterschriebene Anmeldeformular an die Schulleitung weiter, die alle Anmeldungen der Kinder sammelt und überprüft und teilweise auch weitere Informationen einholt. Alle Anmeldungen werden anschliessend ans Z weitergeleitet, damit sie vom Regionalteam vom Z voranalysiert werden. Zum Beispiel prüft das Z, ob das Kind schon ein Dossier beim Z hat. Die Koordinationssitzungen zwischen der Schule und dem Z finden 4-mal pro Schuljahr statt. Im September-Oktober, im November-Dezember, im Januar-Februar und im April-Mai. An den Koordinationssitzungen sind Fachpersonen von der Schule und zum Z anwesend. Die Schule wird von mindestens einer Person vertreten, die mit der Situation des Kindes vertraut ist. Beispiele sind die Schulleitung, die Klassenlehrperson oder der schulische Heilpädagoge. Das Z ist durch ein interdisziplinäres Team vertreten, das sich aus einem Logopäd, einem Psychologen und einen Psychomotoriktherapeut zusammensetzt. Normalerweise sind die Stellenleiter der regionalen Zentren anwesend. Gemeinsam analysieren die Fachpersonen die Situation des Kindes und die Wirkung der bereits ergriffenen Massnahmen. Während dieser Koordinationssitzungen wird jede Anmeldung besprochen und eine Empfehlung für ein weiteres Vorgehen wird erarbeitet. Die Empfehlung kann verschiedene Vorschläge beinhalten. Zum Beispiel: es werden keine sonderpädagogische Massnahmen empfohlen, weil das Kind sich altersentsprechend entwickelt. Schulische Massnahmen werden empfohlen. Eine Massnahme im Bereich Logopädie, Psychologie oder Psychomotorik wird empfohlen.
Das kann eine Abklärung oder Klassenbeobachtung von einem Kind durch eine Fachperson vom Z beinhalten. Es gibt eine breite Palette von Massnahmen, die vorgeschlagen kommen. Das Ziel dabei ist immer, den Bedürfnissen von jedem einzelnen Kind bestmöglichst gerecht zu werden. Die in der Koordinationssitzung Schule Z erarbeitete Empfehlung wird dann von der Schule an die Eltern zurückgemeldet. Das kann telefonisch, per Brief oder in einer Besprechung passieren. Wenn die Empfehlung den Einbezug vom Z beinhaltet, kontaktieren die Eltern im französischsprachigen Wallis das Z. Im deutschsprachigen Wallis hingegen ist das Z, das die Eltern per Telefon oder schriftlich kontaktiert.